Alle Präsidenten der letzten 50 Jahre haben uns erzählt, dass sie keinen Krieg wollen. I pledged in my campaign for the presidency to end the war in a way that we could win the peace. I still think we ought to take the ice off now. I think we let drown people. We have to drown no, I'd rather see some nuclear bomb if you got that ready. And that, I think, would just be too much. The nuclear bomb, that would probably... I just want you to think big, Henry, for Christ's sake. So you have this Eine paradoxe Situation. Der Präsident ordnet massive militärische Gewalt an, viele Menschen werden sterben und er sagt uns, ich will keine Gewalt, ich will Frieden. I respect your idealism. I share your concern for peace. I want peace as much as you do. Für den Frieden zu kämpfen, dient immer als Rechtfertigung für den Krieg. We cannot wait for the final proof, the smoking gun that could come in the form of a mushroom cloud. Wir Amerikaner möchten glauben, dass unsere Regierung niemals versuchen würde, uns mit billiger Propaganda in einen Krieg hineinzuziehen, wie sie es beim Irakkrieg getan hat. Saddam Hussein recently sought significant quantities of uranium from Africa. There is no doubt that Saddam Hussein now has weapons of mass destruction. Iraq and Al-Qaeda. Iraq and Al-Qaeda. Terrorism, cyber attacks, nuclear program, biological weapons, cruise missiles, ballistic missiles, chemical and biological weapons. Iraq has weapons of mass destruction. President Bush has said Iraq has weapons of mass destruction. Tony Blair has said Iraq has weapons of mass destruction. Donald Rumsfeld has said Iraq has weapons of mass destruction. Richard Butler has said they do. The United Nations has said they do. The experts have said they do. Iraq says they don't. You can choose who you want to believe. Die Kriegspropaganda der USA ist fein abgestimmt, raffiniert und bestens mit den Medien verzahnt. The White House says it can prove that Saddam Hussein does have weapons of mass destruction, claiming it has solid evidence. The White House insisted again today it does have solid evidence that Saddam Hussein is hiding an arsenal of prohibited weapons. Der Paukenschlag der Medien dient als Verstärkungseffekt. Dirty bomb. Dirty bomb. Iraq Al-Qaeda connection. Saddam Hussein and Al-Qaeda share the same goal. They want to see, both of them want to see Americans dead. Die Bereitwilligkeit, mit der die meisten Medien die Sicht der Regierung übernahmen, hat mich erschreckt. Die Säbel wurden gewetzt und die Invasion des Irak war nicht mehr nur möglich, sondern fast schon sicher. President essentially giving Saddam 48 hours to get out of Dodge. War now seems all but inevitable. Short of a bullet to the back of his head or he leaves the country, war is inexorable. Well, I think that's exactly right. War is inevitable, and it is approaching inexorably. I agree. I don't think there's a viable option for the administration at this point. We're way too far out front in this. Send us over there, guys. Let's get on with it. Let's get it over with. Showdown Iraq. If America goes to war, turn to MSNBC and the experts. Die US-Medien standen dem Weißen Haus bald kaum noch darin nach, die Weichen auf Krieg zu stellen. We'll take you there. Wir sprechen gerne von liberalen Medien, aber es gibt kaum Berichte aus dieser Zeit, die die Unausweichlichkeit des Einmarschs in Frage stellen. Wenn die Presse so sehr zur Geisel der Regierung wird, haben wir ein Problem. I just pulled these two things out. I've laundered them so you can't really tell what I'm talking about because I don't want the Iraqis to know what I'm talking about. But trust me, trust me. Wenn die Geschichte uns eines lehrt, dann, dass die Politik die Wahrheit immer gerne verschleiert. There are reports that there is no evidence of a direct link between Baghdad and some of these terrorist organizations. There are known knowns. There are things we know we know.
We also know there are known unknowns. That is to say, we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns. The ones we don't know, we don't know. Excuse me, but is this an unknown unknown? I'm not. Several unknowns, and I'm just wondering if this is an unknown. I'm not going to say which it is. Mr. Secretary, I'm right here. I'm right here. Im Vorfeld des Irakkriegs haben die Massenmedien es versäumt, die nötigen Fragen zu den überstürzten Kriegsvorbereitungen zu stellen. Im Gegenteil, sie haben über die militärischen Perspektiven diskutiert, lange bevor die Kämpfe überhaupt begonnen hatten. We've got generals, and if you ask them about the prospects for war with Iraq, they think it is almost certain. CNN hat Offiziere im Ruhestand als angeblich unabhängige Experten angeworben. Die betonten militärisches Denken zu einer Zeit, als grundsätzliche Zweifel an diesem Krieg angebracht gewesen wären. Journalisten machen oft die Regierung verantwortlich, wenn es ihnen nicht gelingt, kritisch zu berichten. Aber keiner hat die großen Sender gezwungen, so sehr auf pensionierte Generäle und Admiräle zu setzen. Ein CNN-Moderator gab allen Ernstes damit an, dass er mit einer Liste möglicher Militärkommentatoren ins Pentagon gegangen sei und die Zuständigen gefragt habe, ob sie seine Auswahl gut fänden. Whether that was a good list of people to hire. And we got a big thumbs up on all of them. That was important. It wasn't even something to hide. Und sie geben auch noch damit an. Mit unabhängiger Presse hat das nichts mehr zu tun. Es sieht so aus, als ob unsere Medien im Kriegsfall automatisch eine Vermeidungshaltung einnehmen, auch wenn der Krieg auf Lügen basiert. 1964 behauptet Präsident Johnson fälschlicherweise, dass die Nordvietnamesen US-Kriegsschiffe im Golf von Tonkin angegriffen hätten. Damit bliebe ihm keine Wahl. Jetzt müsse er den Konflikt ausweiten. Es ist normal, die Öffentlichkeit zu belügen, zu täuschen, ihr wichtige Tatsachen vorzuenthalten. The destroyer was carrying out a mission of patrol in those waters, in international waters. When it was attacked, Die Medien übernahmen Johnsons Version. Da die Presse die Geschichte nicht hinterfragte, war es für den Kongress wesentlich einfacher, die Tonkin-Resolution zu verabschieden. Ein entscheidender Schritt, denn damit waren die Tore offen für den Vietnamkrieg. Einige Jahrzehnte später sagt uns George W. Bush, dass der Irak ganz sicher Massenvernichtungswaffen habe. Der Geheimdienst habe dies bestätigt. Nichts davon stimmte. Secretary of State Powell will present information and intelligence about Iraq's illegal weapons programs, its attempts to hide those weapons from inspectors, and its links to terrorist groups. Der Höhepunkt der Propagandalügen ist erreicht, als Außenminister Colin Powell am 5. Februar 2003 vor der UN-Vollversammlung Bericht erstattet. Saddam Hussein's intentions have never changed. He is not developing the missiles for self-defense. These are missiles that Iraq wants in order to project power, to threaten, and to deliver chemical, biological, and, if we let him, nuclear warheads. Der US-Presse fiel darauf nichts Besseres ein, als begeistert zu applaudieren. This irrefutable, undeniable, incontrovertible evidence today, Colin Powell brilliantly delivered that smoking gun today. Colin Powell's outstanding today. I mean, it was lockstep. It was so compelling. I don't see how anybody at this point cannot support this effort. It was devastating. I mean, and overwhelming abundance of the evidence. Point after point after point. He just flooded the terrain with data. I think case is closed. Dabei hätte man Powells Aussagen analysieren und als Unwahrheit entlarven können. Während die britische und die internationale Presse die Angaben Powells in Frage stellt,
zollen die